Freunde der Füße, heute geht es um ein sehr strittiges Thema. Fußpfleger gegen Podologe. Wer darf was? Hallo, ich bin Podologin Andrea und heute gucken wir uns die beiden Berufe mal an und ihr genaues Tätigkeitengebiet. Wir beginnen mit den Fußpflegern. Was dürfen Fußpfleger wirklich? Und dazu muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nicht einmal die Fußpflegeverbände haben eine eindeutige Definition, was der Fußpfleger darf. Also es steht nichts auf deren Webseiten. Könnt ihr gerne nachgucken. Ich habe unten die Links rein. Sollte ich einen Verband vergessen haben, schreibt mir eine E-Mail, dann wird dieser Verband unten mit eingefügt. So, die gängige Praxis bei den Fußpflegern ist fachgerechtes Schneiden der Nägel, Abtragen von Nagelverdickungen ohne pathologischen Befund, Sondierung des Nagelfalzes, Abtragung von Hautverdickungen, also von Hornhaut ohne pathologischen Befund, Anleitung zur präventiven Fußgymnastik, Durchführung der präventiven Fußmassage, Anleitung zur häuslichen Pflege an den Füßen durch den Kunden selbst, Beratung bei der Auswahl der Pflegemittel, dekorative Pflege der Füße, das heißt Nagellack und Nageldesign. So, was ist jetzt ein pathologischer Befund? Das ist eigentlich schwierig für den Fußpfleger zu erkennen, da der Fußpfleger ja keine Diagnosen stellen darf, laut Gesetz, weiß er ja eigentlich rein rechtlich nicht, was pathologisch ist. Wie kann man das jetzt feststellen, ob ein Patient pathologische Füße hat oder nicht? Der Patient muss zum Arzt und der Arzt muss dann sagen, ja, ist pathologisch, nein, ist nicht pathologisch. Denn unter anderem darf nur der Arzt eine Diagnose stellen. Was dürfen Fußpfleger nicht? Was ist eine Heilbehandlung? Eingewachsene Nägel, egal welches Stadium, Diabetiker behandeln, Patienten mit Systemerkrankungen behandeln, Hühneraugen entfernen, Warzen entfernen, pathologisch veränderte Füße behandeln, pathologisch veränderte Nägel, alle Nagelveränderungen und Infektionen, pathologisch veränderte Hornhaut, also verdickte Hornhaut, Hyperkeratose und auch Infektionen der Hornhaut, Behandlung von Entzündungen und Infektionen, podologische Behandlungen als Kassenleistung erbringen, Medikamente auftragen auf die Nägel. Das heißt, der Nagellack gegen Pilz ist schon eine Heilbehandlung, weil der Nagellack ein Medikament ist. Sollte man jetzt gegen eins dieser Sachen verstoßen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man gleich gegen 3 Gesetze verstößt. Und zwar gegen das Podologengesetz, gegen das Heilpraktikergesetz und gegen die Bundesärzteverordnung. Es ist auch so, dass die ganzen Weiterbildungen in Diabetesbehandlungen, Unguis incarnatus, dass diese Weiterbildungen nicht das Tätigkeitsgebiet der Fußpfleger erweitern. Es ist nun mal so. Sollte man den Begriff medizinische Fußpflege jetzt verwenden oder soll man das nicht verwenden? Nun ja, es gibt leider kein Fußpflegergesetz, was dies regelt. Der Bundesgerichtshof hat 2013 ein Urteil gefällt, dass Werbung mit medizinischer Fußpflege erlaubt ist. Aber wir gucken uns jetzt einmal an, was es eigentlich heißt im Genauen, das Wort medizinisch und ob das wirklich in das Tätigkeitsgebiet der kosmetischen Fußpfleger fällt. Die jetzigen medizinischen Fußpfleger sind eigentlich nur kosmetische Fußpfleger, denn es hat nach dem Erschaffen des Podologengesetzes 5 Jahre Zeit gegeben, wo die dazumaligen medizinischen Fußpfleger die Prüfung ablegen hätten können. Viele haben es getan, damit sie dann Podologen sind. Und alle, was nach diesem Zeitraum eigentlich diese Prüfung nicht abgelegt haben, sind kosmetische Fußpfleger geworden. Und der medizinische Fußpfleger ist es eigentlich ein Heilberuf. Der Podologe ist ja auch ein Heilberuf. So, wer darf jetzt Heilberufe ausüben?
Also wer darf jetzt medizinisch tätig sein? Da gibt es die Heilberufe mit Approbation, das sind die Ärzte, Psychotherapeuten und auch die Apotheker. Die nicht akademischen oder teilakademisierten Heilberufe sind der Heilpraktiker, der sektorale Heilpraktiker, die Podologen, die Ergotherapeuten, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger, Hebamme, Entbindungshelfer, Heilerziehungspfleger, Logopäden, Masseure, medizinischer Bademeister, medizinisch-technischer Radiologieassistent, operationstechnischer Assistent, Krankenpflegehilfe, Physiotherapeuten, Diätassistenten, Orthopädisten und Rettungsassistenten und Notfallsanitäter. So, wer darf jetzt Diagnosen durchführen? Ärzte, Psychotherapeuten, Heilpraktiker und sektorale Heilpraktiker nur auf ihrem Gebiet. Das heißt, alle anderen Heilberufe dürfen nur auf Anweisung des Arztes handeln. Da gibt es auch einen Irrglauben, wer eine Vorbildung hat als Krankenschwester, Krankenpfleger oder aus einem anderen Heilberuf, der nichts mit Füßen zu tun hat, hat auch vom Gesetz her nicht die Kompetenz, selbst entscheiden zu dürfen, was er an den Füßen macht und nicht oder nicht. Tut er es trotzdem, überschreitet er die rechtliche zugewiesene Kompetenz und wir bewegen uns schon wieder im Bereich der Strafe. Und zwar das Heilpraktikergesetz und die Bundesärzteverordnung. Sollte es zum Gerichtsverfahren kommen, haben wir halt schlechte Karten. Ja, wo hört der Fußpfleger auf? Wo fängt der Podologe an? Rein rechtlich etwas unklar, da der Begriff durch die Podologie oder das medizinische Fußpflege und der Podologe zwar der Begriff geschützt ist, aber ja nicht die Tätigkeit. Etwas verwirrend die ganze Lage. Ja, das stimmt. Mein Fazit ist zu dem Ganzen, was den medizinischen Fußpfleger betrifft. Nennt euch bitte nicht medizinischer Fußpfleger, wenn ihr kein Podologe seid. Es wird irgendwann eine Gesetzeserneuerung kommen und wenn ihr dann medizinischer Fußpfleger draufstehen habt und es ist in diesem neuen Gesetz, was vielleicht kommen wird, geregelt, dass ihr das nicht dürft, könnte man euch verklagen. Deswegen würde ich euch empfehlen, das Ganze nicht zu machen. Was ich auch ganz ehrlich finde, die ganzen anderen Bezeichnungen, so wie Fachfußpfleger, ayurvedischer Fußpfleger, podologisch geprüfter Fußpfleger, ärztlich geprüfter Fußpfleger, ganzheitlicher Fußpfleger und sonstige kreative Formulierungen verwirren eigentlich nur eure Kunden und Patienten. Habe ich auch schon mehrfach mitbekommen von meinen Patienten, dass die mich dann gefragt haben, bei mir im Dorf hat eine aufgemacht mit ayurvedischer Fußpflege, was ist denn das jetzt? Also umso mehr kreativ man in dieser Begriffsgebung ist, umso weniger kennt sich der Patient dann aus. So, wer sich nun persönlich angegriffen fühlt durch das Ganze, dem möchte ich zu bedenken geben, die Definition habe nicht ich geschaffen, sondern das ist eine Tatsache, die ich recherchiert habe. Das könnt ihr auch gerne selber machen. Ich habe das jetzt nur in diesem Video zusammengefasst. Wenn ihr Änderungen erzielen wollt, wendet euch an eure Verbände und erwirkt mit euren Verbänden dann Änderungen. So, das war zu den Fußpflegern. Was dürfen nun die Podologen? Podologie ist eine präventative, therapeutische, rehabilitative Behandlung am gesunden und von Schädigung bedrohten oder bereits geschädigtem Fuß. Das ganze Behandlungsspektrum umfasst die Vorbereitung der podologischen Behandlung, einschließlich Hygienemaßnahmen, PSA, Desinfektion, Sterilisation der Instrumente und der Behandlungsutensilien, Anamnese und podologische Befunderhebung, biomechanische Untersuchung, das ist die Statik des Fußes, Erstellung eines Behandlungsplans und Aufklärung über das Behandlungsziel für den Patient und für den Arzt, spezielle Behandlungsmaßnahmen
Bei Nagelveränderungen, das ist dann das richtige Nägelschneiden, das Behandeln von eingerollten und eingewachsenen Nägeln des Stadium 1, Unterstützung von Mykosetherapien und verdickten Nägeln, Orthoonyxie-Spangentherapie und Nagelkorrekturspangen, Nagelprothetik, das ist so ein künstlicher Nagelersatz, falls der echte Nagel fehlt oder teilweise fehlt, spezielle Behandlungen bei Hautveränderungen, Hyperkeratosebehandlungen, das ist Abtragen von übermäßiger Hornhaut und Schwielen und auch von pathologisch veränderter Haut, Behandlung von Klavi, das sind Hühneraugen, und Verruca, das sind Warzen, Druck- und Reibungsschutz, Orthesentechnik, das ist eine maßangefertigte Druckentlastung, Fuß- und Unterschenkelmassage als therapeutische Maßnahme, Mobilisationsübungen und Fußgymnastik bei Fehlstellungen und Deformationen, allgemeine und individuelle Patientenberatung und Anleitung zu vorbeugenden Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Füße für zu Hause, für den Patienten, die Dokumentation des Ganzen, das heißt die Karteikarte, die ganzen Berichte, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen, das ist mit Ärzten, orthopädischen Schuhtechnikern, Physiotherapeuten und auch den Heilpraktikern. Die Leistungen des Podologen kann delegiert werden vom Arzt, vom Heilpraktiker, vom sektoralen Heilpraktiker. Diagnosen stellen dürfen die Podologen nicht. Das darf nur der sektorale Heilpraktiker im Gebiet der Podologie, wenn ein Podologe das jetzt macht, der Arzt und Heilpraktiker darf es. So, was dürfen Podologen nicht und auch diejenigen nicht, die Heilpraktiker, also sektorale Heilpraktiker sind? Und zwar systemische Therapien, das heißt keine Darmsanierung, keine Vitamingaben oder sonstiges, Medikamentengabe, Medikamenten anwenden am Fuß, Medikamenten verordnen zu oralen, analen oder IV-Einnahme. Sollten Sie es trotzdem tun, verstoßen Sie gegen das Heilpraktikergesetz und auch gegen die Bundesärzteverordnung. So, dann gibt es noch Podologen, so wie ich, die den ICW-Wundexperten haben. Was darf der ohne ärztliche Bescheinigung oder ohne ärztliches Rezept den Patienten beraten, wie er die Wunde am besten zu Hause versorgt? Und nur auf ärztliche Anweisung darf der Podologe dann die Hyperkeratose um die Wunde entfernen, die Wunde reinigen und die Wunde wieder steril verbinden. Mehr nicht. Das heißt auch kein Wunddebridement. Der Beruf wird von 2 Gesetzen geregelt. Das ist einmal das Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Podologen und das Podologengesetz selbst. In Deutschland darf ja nur derjenige Podologe sein, der auch die 2- bis 3-jährige Ausbildung mit Prüfung abgelegt hat. Dürfen sich auch diejenigen Podologen nennen, die ihre Ausbildung nicht in Deutschland gemacht haben, so wie ich? Ja, das geht. Und zwar prüft das RP, also das Regierungspräsidium, die Ausbildung, die man schon gemacht hat und auch die Prüfungen. Und danach entscheidet das Regierungspräsidium, muss man in die Schule gehen, wird einem was angerechnet oder langt es, wenn man nur die Prüfung ablegt. Der podologische Beruf ist kein Gewerbe, es ist ein Freiberuf. Das heißt, wenn man jetzt der Podologe sein möchte, genügt eine Meldung ans Gesundheitsamt und ans Finanzamt, weil ja Heilberufe den Freiberuflern angehören. Ja, Fazit des Ganzen ist es: Der eine Beruf kann nicht ohne den anderen. Ich möchte gern Fußpfleger und Podologen aufrufen, ein Miteinander zu finden. Dass der eine dem anderen nichts wegnimmt, hoffe ich, ist doch jedem klar, dass die Tätigkeitsgebiete beim genaueren Betrachten doch gut abgesteckt sind, aber in der Wirklichkeit, in der Praxis, im Praxisalltag doch sehr oft verschwimmen. Ja, wir arbeiten zwar alle an einem Gebiet, das stimmt, aber ein Miteinander wäre für beide Berufe besser, denn wenn der Podologe
keine fußpflegerische Tätigkeit machen muss, hat er wieder mehr Zeit für Patienten, die es mehr benötigen. Wenn der Fußpfleger keine podologische Tätigkeit machen muss, kann er seine Patienten auch besser versorgen. Und es ist ein Geben und Nehmen, das ist in jedem Beruf so. Deswegen würde ich euch aufrufen, in eurer Gegend, sucht die jeweils andere Berufsgruppe auf und guckt, wie die arbeitet. In diesem Sinne möchte ich euch alles Gute wünschen. Wer sich jetzt dazu genötigt fühlt, unten einen Kommentar zu lassen, seid euch darüber im Klaren, dass ich beleidigende Kommentare nicht akzeptieren werde. Rein sachlich formulierte schon, denn hat den Grund, die ganze Diskussion, die auf anderen Plattformen läuft, ist jeweils immer ausgeufert. Deswegen möchte ich das hier nicht haben. Schönen Dank, dass ihr mich für dieses Kommentar versteht. Ich wünsche euch alles Gute und auf bessere Zusammenarbeit in beiden Berufen. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.